Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung am Montagmorgen aus Kalifornien. Ja, Themen, die wir haben: 747-8er wird Test gefahren von der Air France, die Lufthansa. Boeing 747-8er ist aus dem Flugbetrieb raus, verlässt die Lufthansa wohl bald. Angespannter Winterbetrieb, anders kann man es nicht nennen, am Frankfurter Flughafen. Weiter geht es mit Air Baltic. Die wollen 2026 mehr eigene Strecken fliegen, da sie ja doch sehr viel Wetlease gemacht haben. Air France hat in der Europa Business Class kein Catering. Die KLM versagt beim Winter. Service heißt also, man geht nicht nur auf den Betrieb negativ, sondern auch auf die Kompensation negativ. Dr. Matthias Böse hat dazu seine Meinung. Alaska Airlines hat eine neue Partnerschaft mit ITA Airways. Ja, das ist etwas verwunderlich, aber für andere Leute wie mich, die Atmos sammeln, vielleicht eine interessante Geschichte. Atmos, amerikanische Kreditkarte, nur so als Stichwort. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und dann natürlich auch auf School zu diskutieren. Weiter geht es mit dem Thema US Air France. Die Air France? US Air Force. Air France kommt später. Und zwar, die haben ja zwei Buden von der Lufthansa gekauft, 747-8er. Das war einmal die Yankee Delta, Baujahr 2012. Die absolvierte auch über Deutschland einen Testflug, das ist so üblich. Frankfurt, Dresden, Potsdam, Hannover, Frankfurt. Und es war die Flugnummer LH9930. Da war also kein Passagier an Bord, sondern es ist ein sogenannter Abnahme- oder Testflug. Die Maschine ist bereits aus dem Linienbetrieb genommen. Die Yankee Golf, die zweite Maschine 2013, ist aktuell noch im Einsatz, aber auch die wird bald übergeben werden und wird dann auch den Testflug machen und aus dem Service rausgenommen werden. Das soll alles dieses Jahr 2026 passieren. Jetzt fragt ihr euch, was wollen die mit Hansens Maschinen? Wollen die First Class fliegen auf Lufthansa? Nein, das werden Testmaschinen in der Form, dass man die Maschinen zum Training benutzt für die Air Force One Piloten und dann auch Aufbau einer Ersatzteilreserve für die zukünftige Air Force One, wovon es ja auch dann zwei gibt. Dann gibt es ja noch diese Doomsday und so weiter. Da gibt es einige. Der Kaufpreis für beide Flugzeuge liegt bei 400 Millionen US-Dollar und Lufthansa plant natürlich da reinvestieren das Geld, und da sollen 50 1000er kommen oder aber zusätzliche Boeing 777-9er. Die Verhandlungen laufen. Und hier in dem Zusammenhang natürlich auch nochmal das alte Zitat von Carsten S. aus M, Name der Redaktion bekannt, nicht geändert. Es war so viel Geld, dass wir nicht Nein sagen konnten. Ja, ihr könnt die Frage des Tages natürlich beantworten. Ist der Verkauf der 747-8 Vorbote für das schnellere Ende bei der Jumbo-Ära bei der Lufthansa? Vielleicht will die Air France ja noch mehr haben als Ersatzteilreserve. Und natürlich ist es so, dass man sagt, dass es strategisch sinnvoll ist, dass die Vierstrahler für effizientere Langstreckenjets verkauft werden. Und natürlich ist die 747-8 weiterhin relevant, aber eher für Repräsentation. Also das heißt für politische Zwecke, aber auch militärisch. Kommerziell eher leider ein Auslaufmodell, wobei es das schönste Flugzeug ist. Aber das könnt ihr auch nochmal so als Nebenfrage beantworten, ob ihr die 747 als das schönste Flugzeug seht. In Frankfurt gibt es Glatteis, Schneefall, Winter. Ja, Januar ist Wintermonat, wir wussten es nicht, und führt zu massiven Störungen. 102 von 1052 Flügen sind schon ausgefallen heute in Frankfurt. Weitere Annullierungen im Tagesverlauf sind möglich. Der Flughafenbetrieb ist im Modus angespannter Winterbetrieb. Großer Winterdienst ist aktiv, Rollfeld in Räumungen. 34 Enteisungsfahrzeuge sind im Einsatz. Die Skyline-Bahn zwischen Terminal 1b und 2 ist nur eingeschränkt nutzbar. Es gibt einen Busersatzverkehr. Ich glaube, bei der Bahn heißt das Schienenersatzverkehr. Und Empfehlung: Flugstatus vorab prüfen, 3 Stunden vor Abflug am Flughafen sein. Und die Fraport-Sprecherin formuliert das in einem Satz sehr schön: Der Flughafen startet mit einem angespannten Winterbetrieb. Ja, Frankfurt zeigt im Vergleich zu Amsterdam natürlich eine bessere operative Leistung, muss man ehrlicherweise sagen, und Vorbereitung. Aber bei Eis und Glätte gibt es natürlich da viele Probleme, die da dann natürlich zu
Nachteilen für uns als Passagiere führen. Ja, oder sagt ihr, nee, Frankfurt war nicht so toll vorbereitet? Da bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Air Berlin will mehr Strecken selber auf eigene Rechnung fliegen ab 2026 oder in 2026. Denn das Wetlease ist natürlich etwas, was Überhand genommen hat und damit die Abhängigkeit von anderen Fluggesellschaften. Man will also mehr eigene Routen fliegen. Im 2025 bis zu 44% des Betriebs waren letztes Jahr im ACMI Wetlease, also Aircraft Maintenance Insurance. Und im Sommer 2026 möchte man klarere Netzwerkexpansion. Neue Strecken ab Riga sind Antalya, Göteborg, Kaunas, Oulu, Warschau. Ab Tallinn wird Athen, Hamburg und Wien angeboten. Ab Vilnius wird Chisinau und Zürich angeboten. Die Frequenzerhöhung auf 30 bestehenden Strecken, zum Beispiel 20 ab Riga, 4 ab Tallinn, 7 ab Vilnius für 30 bestehende Strecken. Air Baltic bleibt bevorzugter Wetlease-Partner natürlich der Lufthansa Group. Die Lufthansa ist ja mit 10% an der Bude beteiligt. Bis zu 19 Flugzeuge gleichzeitig für LH-Konzerngesellschaft sind in Einsatz. Aber man muss natürlich auch gucken, dass wenn man so ein Wetlease-Profil sich aufbaut, dass man natürlich dann die eigene Identität durchaus verlieren kann. Und das Markenprofil muss man halt wieder durch eigene Strecken stärken. Die Freunde sind natürlich bei den Lufthansa Drehkreuzen relativ stark am Ball, besonders Frankfurt, München, Zürich und Wien. An anderen auch, glaube ich nicht. Brüssel machen sie nicht oder so. Oder Rom, vielleicht muss man sagen, noch nicht. Wird Air Baltic langfristig mehr Netzwerk-Airline, aber bleibt es ein primärer Wetlease-Partner? Da könnt ihr ja was zusagen. Ein Luxusproblem, und das ist, wo ich wahrscheinlich am Anfang den Air France-Koller hatte, ist, dass bei Air France was im Argen liegt in der Business Class. Catering-Probleme auf der Kurz- und Mittelstrecke. Business Class-Passagiere erhalten E-Mails, ich weiß nicht, ob ihr sie noch erhaltet. Und da steht halt kein oder stark eingeschränktes Catering. Das Business-Produkt ist halt eher ein Economy-Class-Sitz. Der Mittelsitz blockiert und das Catering ist halt ein zentrales Diversifizierungsmerkmal, so heißt das. Und da muss man natürlich dann sagen, ja, wenn der Kundenmail steht, for operational reasons we will be unable to offer usual service an Bord, dann ist das ja irgendwie eine Optimierung der Sprache, aber keine Optimierung der Realität. Deshalb reicht Beschwerde ein, fordert Geld oder Punkte, Flying Blue. Denn Produktversprechen wird klar verletzt und es ist halt natürlich im Premium-Segment natürlich kein Markenvertrauen da und das ist natürlich doof. Gerade Air France, eigentlich hatten sie eigentlich gutes Essen, oder? Könnt ihr auch schreiben. Wie viel Business Class ist ohne Catering eigentlich noch übrig? Das könnt ihr ja mal beantworten, so als Frage. KLM, also Air France KLM, selbe Bude, haben in Amsterdam ein Riesenthema und zwar mit zwei. Einmal operativ, das ist so ein Flughafenthema, da muss man eher dem Amsterdamer Flughafen Rechnung tragen und fragen, haben die das eventuell falsch vorbereitet, nicht so professionell, wie es die Frankfurter gemacht haben. Und auf der anderen Seite Kompensation, wenn so etwas passiert, weil durchaus Kompensation möglich ist. Dr. Matthias Böse ist da der Meinung. Die beiden sind halt komplett überfordert, nämlich KLM und der Flughafen Amsterdam mit dem Schnee. 300.000 betroffene KLM-Passagiere. Tageweise sind fast alle Europaflüge gestrichen worden. Engpass ist halt bei der Enteisung nur für 200 Abflüge pro Tag, wobei es aber 600 Abflüge pro Tag gibt. Dann KLM-Flug weiter Passagiere nach Amsterdam ohne Anschlussoption. Das heißt also, man hat im Prinzip immer mehr Leute nach Amsterdam gebracht, aber nicht geguckt, dass sie abgeflossen sind. Kaum Rebooking, kaum Erreichbarkeit des Kundenservice und Kunden sollten selbst buchen. Booking.com wurde sogar als Alternative gegeben. Und jetzt kommt vom Dr. Matthias Böse die Einordnung, und zwar die Duty of Care gilt immer. Das heißt also, auch bei Wetter haben sie da ein Thema. Und die Entschädigung trotz höherer Gewalt ist möglich, wenn man nicht auf den nächsten verfügbaren Flug umgebucht hat. Und das Zitat ist von Matthias Böse, Doktor seines Zeichens Fachanwalt für Fluggastrechte unter anderem. KLM hat versagt, dort Maßnahmen zu ergreifen, dass die Passagiere zu ihren Zielen mit weniger Verspätung gekommen sind. Und auch Gepäck, verspätetes Gepäck, Erstattung bis zu
1519 Sonderziehungsrechten, das sind knapp 2000 Euro, also ungefähr, Quittungen aufbewahren und das pro Person. Dann Managementversagen auf mehreren Ebenen, Operations, IT, Rebooking, Kommunikation. Und man hat halt lieber 100 Millionen Euro Schäden, also in 100 Millionen Euro Höhe Schäden in Anspruch genommen und gesagt, das machen wir, das ist okay, anstatt da vorzusorgen oder einfach dafür zu sorgen, dass diese Schäden nicht entstehen, weil man die Leute halt wirklich zu ihrem Ziel gebracht hat, um da ja, vorzusorgen. Das ist wie bei der IT bei gewissen Buden. Warum investieren Airlines lieber in Marketing als in operative Resilienz? Das wäre eine interessante Frage aus meiner Sicht. Und das Letzte, was wir hier noch anschauen, ist halt wirklich Alaska Airlines. Wir haben eine neue Earn-Partnerschaft mit den Freunden aus Alaska Airlines. Und Alaska Airlines kooperiert neu mit ITA Airways. ITA verlässt ja das SkyTeam und tritt ja der Star Alliance bei, wobei Alaska ja ein One-World-Partner geworden ist, von vorher gar nichts. Und die neue Seattle-Rom-Route von Alaska ist der Hintergrund. Man kann nur Meilen sammeln, keine Premiumflüge. Buchung muss über Alaska Airlines erfolgen. ITA ist in der niedrigsten Partnerstufe eigentlich nur, weil es ein Earn-Partner ist. Also das heißt, man hat da nur die Möglichkeit, Meilen zu sammeln. Aber vielleicht baut sich das Ganze ja irgendwann mal auf. Und warum bleiben viele Airline-Partnerschaften bewusst so eingeschränkt am Anfang? Warum kann man nicht direkt den roten Teppich ausrollen und da Vollgas geben? Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Ich hoffe, dass ich heute Internet bekomme, was schneller ist beim Hochladen und ich nicht gefühlte 3 Tage hier warte, bis das hochgeladen wird. Ihr könnt trotzdem den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen, mich unterstützen. Danke dafür. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, Fragen des Tages zu beantworten. Und da gehen wir natürlich auf die Fragen nochmal ein, wenn das Handy mich nicht rausgeschmissen hätte. Und zwar ist der Verkauf der 747-8 ein Vorbote für das schnelle Ende der Jumbo-Ära bei Lufthansa. Und nehmen wir dann noch einfach das Thema, warum investieren Airlines lieber in Marketing als Resilienz? Danke, dass ihr heute dabei wart. Also bis dann. Ciao.